Die neuen Anschlagsschäfte von Ring Formgriffe. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ja, ich bin wieder in Katzenfurt-Ehringshausen, heute beim Thomas Ring. Hand darf ich dir nicht geben. Servus Thomas. Ja. Wir sind immer noch in der Corona-Zeit, aber wir kriegen das heute auch so hin. Ohne Mundschutz dürfen wir ja schon mal. Ja, ich bin wieder beim Thomas von Ring Formgriffe vor Ort. Er hat heute was ganz Neues, was er uns vorstellen will. Ich durfte es gerade schon mal in die Hand nehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so geil ist. Aber ich hätte gesagt, da machen wir jetzt mal so ein bisschen Video drüber, was er da alles gebastelt hat. Erzähl doch mal ganz kurz, Thomas. Ja, wir haben jetzt vor ungefähr einem Vierteljahr angefangen damit halt, Anschlagschäfte zu machen. Am Anfang für Luftpistolen, und das kam eigentlich auch daher, dass ich zufällig im Internet gegoogelt halt auf einer amerikanischen Seite was gesehen hatte. Da haben sich welche sogenannte Air Pistol Carbines gemacht, also praktisch genau, wie wir es jetzt auch machen. Wir nennen es halt Anschlagschäfte, die nennen das dann Carbine-Version mit einer Luftpistole. Und da dachte ich ja, das muss doch auch gehen, gell? Weil wir sowieso Luftpistolengriffe machen. Das heißt, wir haben die ganzen Innenauslesungen, haben wir ja alles schon im Rechner drin. Ich brauche also praktisch nur, in Anführungsstrichen, den Schaft hinten dran zu basteln. Da hake ich mal ganz kurz ein. Ich verlinke euch jetzt hier gleich an der Stelle das andere Video, das wir hier schon mal vor Ort gemacht haben. Da könnt ihr da euch mal anschauen, wie detailliert oder wie genau so ein Luftpistolengriff entsteht. Da haben wir mal ein richtig cooles Video gemacht. Schnappt euch einen Kaffee, guckt euch das an, aber erst nach dem Video. Okay. Ja, und haben das dann entwickelt, und dann kam uns natürlich auch die Erfahrung zugute vom Field-Target-Schießen, weil ich ja bekennender Prellerschütze bin. Mein erstes Luftgewehr war eine LGU, und dann haben wir sinnigerweise einfach den Hinterschaft mehr oder weniger von der Form her kopiert, ja, also als Ausgangsbasis genommen, und haben den dann jetzt adaptiert auf verschiedene Pistolen. Angefangen halt haben wir bei einer Luftpistole P8X von Feinwerkbau, genau, weil ich die sowieso hatte. Ja. Und das hat sich jetzt immer weiterentwickelt auf verschiedene Pistolenmodelle, und wir behalten dann diese Schaftform bei, weil die sich absolut bewährt hat halt einfach, und bieten die halt dann auch mit einer höhenverstellbaren Schaftbacke an, wenn du jetzt eine Optik oder ein Zielfernrohr höher drauf baust, dass du das auch schön anlegen kannst dann. Und kannst aber damit auch über die normale Optik, also Kimmo und Con, schießen, wenn du das ganz runter machst, oder es gibt es halt auch ohne Schaftbackenverstellung, dann kannst du halt ganz normal über Kimmo und Con schießen, auch wenn du das möchtest. Ist halt schwierig, weil die Kimmo halt sehr nah dran ist. Ja, ja, okay. Also da gucken wir uns auch gleich ein paar richtig bekannte an, unter anderem HW45 von Weihrauch, Diana LP8, also so, ich sag mal, die im Freizeitbereich da wirklich die Top-Modelle, dafür gibt es die Schäfte jetzt schon, und noch für eine ganze Menge mehr. Ich sehe nämlich hier schon ein paar, die schauen wir uns jetzt dann nämlich alle mal genauer in der Nähe an. Ja, hier haben wir schon das erste Modell. Thomas, du sagst uns vielleicht gerade mal, was wir hier haben. Ja, das ist die Feinwerkbau P8X, also das aktuelle Topmodell im 10 Meter Luftpistolensektor von Feinwerkbau. Im Prinzip die unveränderte Waffe. Was wir nur verändern mussten, ist den Ladehebel hier ein bisschen aufbiegen. Ich drehe sie mal hoch, dann kann man das schön sehen. Hier, damit der, wenn man den aufmacht, halt auch an der Optik vorbeigeht, weil sonst würde das da hängen. Und man muss halt hier dann bei der P8X auch darauf achten, dass man am besten so eine Montage nimmt, hier, die sehr schmal ist, halt auch hier oben die Ringe. Also Picatinny ist ja schlecht, weil das breiter aufbaut hier. Das geht, das hier neben habe ich ein bisschen abfräsen lassen, dass man da mit dem Ladehebel trotzdem dran vorbeikommt, aber ansonsten ist es alles mehr oder weniger handelsüblich. Wie ist es mit der Montage? Könnte man die dann auch bei dir bekommen, oder muss man die sich irgendwo selbst... Das wäre kein Problem, also so eine Montage könnte ich machen. Die Dinge hier gibt es ja handelsüblich, man muss es nur an der Seite ein bisschen abfräsen. Okay, genau, dass man, also dann bekommt man bei dir sozusagen das Komplettpaket, man muss seine alte LP8 hast du? Nee, P8X. P8X, Entschuldigung. P8X. Ja, ich war halt. Das ist halt bei jedem Hersteller verschieden halt. Du kannst halt keine Luftpistole nehmen, die den Ladehebel nach oben hat, also wo die in der Mitte sitzt und da hochgeht, weil da kriegst du keine Optik drauf. Da könntest du nur einen Red Dot davor machen. Genau, Jetzt zum Beispiel bei einer Pardini K12, da ging das halt einfach nicht. Okay. Bei der Steyr geht's wieder, bei der mehrschüssigen sowieso, da ist genug Platz. Das muss man immer gucken halt. Das ist, glaube ich, auch ein richtiger Kracher, wenn du eine LP50 RF zum Beispiel nimmst mit einem 5-Schuss-Magazin und das hier so in der Carbine-Version. Ich glaube, das... ja, das macht total Spaß, ja. Absolut. Okay, was haben wir hier als nächstes? Das ist auch von Feinwerkbau, die AW93, also die Sportpistole von Feinwerkbau. Und mit der könnte man zum Beispiel auch diese neue BDS-Disziplin schießen. Da ist, glaube ich, 1332 oder 1331. Pistole, Kleinkaliberpistole mit Anschlagschaft. Gibt es auch für Großkaliberpistolen, aber die haben eine eigene Disziplin für Kleinkaliberpistolen mit Anschlagschaft.
und ist auch seit neuestem jetzt vom BDS zugelassen mit diesem kompletten Anschlagschaft. So. Ja, okay, cool. Ja, hier kommen wir dann in den Freizeitbereich rein. Eine sehr beliebte Pistole, die LP8. Die Diana LP8 Magnum, genau, die also locker mal die 7,5 Joule macht. Und hier halt auch ausgestattet mit dem Holzanschlagschaft. Gibt es ja auch in der Version Taktik, heißt sie da, glaube ich, mit dem Metallanschlagschaft. Aber du hast ja auch schon mal ein Video darüber gemacht. Das ist halt sehr bescheiden, das Schießerlebnis damit. Und das ist hiermit halt eine ganz andere Sache. Ich wollte gerade sagen, das ist vor allem, das kannst du dir richtig schön einstellen. Und so ein Holzschaft ist einfach nochmal was anderes als dieser Metallschaft. Also das ist... Ja, und das Schöne ist ja auch, ich würde vielleicht gerade mal kurz einen Schwenk machen. Ich marschiere mal hier rüber. Das ist ja nicht nur... in Anführungszeichen nicht nur diese Versionen mit den Holzsorten gibt, die wir hier gerade da liegen haben, sondern ja, Spiegel leider ein bisschen, ist aber nicht so schlimm. Ich habe es in einem anderen Video, oder genau, machen wir mal auf. Sehr gut, danke dir. Da gibt es natürlich auch eine ganze Menge unterschiedlicher Hölzer, die der Thomas anbietet. Also könnte ich jetzt zum Beispiel zu dir hergehen und könnte sagen, hey, ich will eine LP8 in Schwarz-Rot-Gold. Wäre kein Problem, klar. Ja, machbar. Alle Hölzer, die wir hier haben, haben wir in der Regel da ständig und können da auch genauso diese Anschlagschäfte draus machen. Wie lang ist es, wie lang hat man da ungefähr Vorlaufzeit? Also wenn ich jetzt drauf komme und sage, ja, ich hätte jetzt gerne eins, wie lange müsste ich da rechnen mit einer Lieferzeit ungefähr? Im Moment, dank Corona, sind die Lieferzeiten ein bisschen kürzer. Ja, leider, ja. Aber ich sag mal so zwischen 2 und 4 Wochen. Ja, gut, also im Moment sind 2 Wochen und kann aber dann nochmal 4, können auch mal 6 Wochen dann wieder mal sein, irgendwann halt dann. Gell. Und ich müsste dir ja nicht die Pistole zuschicken, das hast du ja sozusagen alles da. Ne, die Daten haben wir ja vorliegen, es sei denn, es ist was ganz Ausgefallenes. Jetzt war hier gerade gestern ein Kunde da, der wollte für eine Großkaliber, für eine Sig Sauer 6 sowieso was haben. Der muss dann die Pistole erst vorbeibringen, halt, dass wir die Innenmaße digitalisieren. Und dann kann man das auch dafür machen, aber die Standardmodelle, wie wir es jetzt hier gesehen haben, beziehungsweise die wir bei uns auf der Homepage drauf haben, für die können wir das problemlos dann auch so realisieren. Genau, das verlinke ich euch auch hier, www.formgriffe.de. Ich hätte gesagt, wir gucken mal rüber, schauen uns noch die anderen an, die du schon fertig gemacht hast. Ja, jetzt kommt natürlich hier eine oder die beliebteste Luftpistole überhaupt wahrscheinlich, die HW45. Ich sehe, du hast hier oben ein Zielfernrohr drauf gebaut. Das ist eine verlängerte Hawk-Schiene. Die verlinke ich euch auch in dem Beitrag bei mir auf der Website ergandi.de. Diese verlängerte Schiene, die gibt es ja ganz handelsüblich zu kaufen. Und dann hast du, was ist das für ein Zielfernrohr? Das ist das Hawk Kompakt. Ah, ja genau, sehr geil. Das passt da sehr schön drauf, weil schließt dann vorne mit der Mündung ab. Und vom Augenabstand her ist das auch ideal. Das schaut halt dann auch richtig rattenscharf aus. Und dieser blau-schwarze Griff. Da muss man auch wieder gucken, hier bei der geht das so. Man kann jetzt zum Beispiel das Hawk Kompakt nur schlecht hier auf die Diana drauf machen, auf die LP8, weil die beim beim Spannvorgang hier kommt der Lauf hier oben ein bisschen hoch und dann geht das nicht, wenn das zu lang ist halt. Und hier ist es gerade so, dass der Abschluss oder das Patronenlager praktisch, oder das Kugellager, dass das gerade so hier unter dem Abdeck oder der Abdeckkappe vorgeht und dabei ging das gar nicht halt, weil die zu lang ist einfach hier vorne. Ja, okay. Oder man macht halt einen Red Dot drauf. Aber jetzt, wenn man jetzt Hunterfield Target so mäßig schießen will, braucht man ja schon so ein Zielfernrohr. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich schon drauf freue, wenn wir später auf dem Schießplatz sind, weil das seht ihr nämlich auch noch. Ich werde die ganzen Pistolen mal so, also nicht alle, aber mal so einige in Aktion auf jeden Fall testen und euch da noch ein bisschen meine Meinung dazu abgeben. Richtig cool. Okay, dann haben wir hier... Das ist die altbekannte oder altbewährte Walther GSP, die es schon seit 40 oder 50 Jahren, noch länger, ich glaube 60 Jahre schon gibt. Auch wieder dann mit dem Anschlagschaft, entsprechend dann für diese BDS-Disziplin, Kleinkaliber, aber hier könnten wir auch ein Großkalibersystem drauf machen, das ist ein Wechselsystem hier oben. Und hier halt dann mit Red Dot, was man dann bei der BDS-Disziplin verwenden dürfte. Ah, okay. Deswegen hast du hier auch keine verstellbare Schaftbacke, weil du sie nicht brauchst. Genau, weil hier könntest du jetzt entweder direkt über Visier schießen oder weil das Red Dot halt nur 1-2 cm aufbaut, kann man das auch schön mit einer normalen Schaftbacke schießen, ohne dass man die hochmachen muss, wie jetzt hier bei der HW45. Ja, okay. Und dann hast du hier einfach nochmal 2 Schäfte, für welche wären die jetzt? Das ist jetzt nochmal für eine Pardini Sportpistole, für die aktuelle halt auch. Die ist halt im DSB-Bereich sehr beliebt. Die Pardini SP22 oder HP32 und 32er. Also das aktuelle Modell passt eigentlich auf alle Pardini Sportpistolen Rahmen drauf, außer damals die Elektronik-Version. Und das hier ist nochmal ein Schaft für eine LP8. Den hatten wir am Anfang als ein Teil gefräst, haben dann aber gemerkt, dass durch den Spannvorgang
diese Schrauben nicht ausreichen, um den Kontakt dauerhaft herzustellen. Das heißt, dann wackelt das irgendwann. Und dann sind wir irgendwann hergegangen und haben dann den zweigeteilt gemacht hier, oder die eine Griffhälfte wird dann abgeschraubt und da sind innen so Inseln reingefräst, so dass die Griffschale sich formschlüssig auf den Rahmen draufsetzt. Genauso wie auch bei der HW45, da ist das formschlüssig verbunden. Da gibt es ja noch das andere Modell, dieses Silver Star oder Bronze Star, beziehungsweise vom Schlottmann diese Target-Version, wo dann das Griffstück unten abgeschnitten ist und dann sinnigerweise werden die von unten befestigt, was stabiler ist. Halt. Dafür können wir die auch machen. Okay, sehr gut. Wie ist es eigentlich? Okay, wir haben jetzt eine ganze Menge Modelle gesehen. Du würdest auch sagen, wenn ich jetzt hergehen würde und sage, ich habe hier Pistole XY, ich will einen Schaft dafür. Jetzt sag uns doch mal, was bestimmt schon viele brennend interessiert. Wo liegt man denn? Ich hätte jetzt eine neue Pistole und würde sagen, ich will da so einen Anschlagschaft. Was haben wir da für eine Hausnummer? Ich meine jetzt nicht auf einen Euro genau oder so. Aber der Anschlagschaft an sich kostet, ich will mich jetzt dann festlegen, aber ich glaube 270, 280 Euro. Das ist ja voll fair. Und wenn jetzt einer so eine neue hat, wo man, sagen wir, absehen kann, dass da noch mehr Bestellungen kommen, dann würden wir das auch kostenlos dann praktisch aufnehmen. Dann praktisch diese Digitalisierung oder die Konstruktion von dem Innenleben. Genau. Das wäre dann kein Problem. Und was dann eventuell noch dazu käme, wäre dann halt, wenn man eine verstellbare Schaftbacke haben möchte. Das kostet, glaube ich, 60, 70 Euro Aufpreis. Ja, aber und Schichtholz halt. Okay, wir haben eine Hausnummer. Ich meine, wenn ihr jetzt was Spezielles wollt, ich meine, Qualität hat immer ihren Preis und ich finde es jetzt auf jeden Fall auf gar keinen Fall zu hoch. Also so eine normale Schaftherstellung. Ich habe mir auch schon mal im Ausland ein paar Schäfte herstellen lassen für die Gewehre. Das habt ihr ja gesehen. Da bist du ja auch gleich bei 500, 600 Euro dabei und von daher für Qualität made in Germany mit dem goldenen R, also braucht man sich nicht beschweren. Okay, cool. Also ich halte es jetzt nicht mehr aus. Okay, aber eins machen wir noch, bevor wir jetzt auf den Schießplatz gehen, wo ich mich am meisten heute schon den ganzen Tag drauf freue, würde ich gerne mit dir in die Produktion noch mal rüberschauen, dass wir uns vielleicht mal angucken, wie sowas produziert wird. Das wäre richtig cool. Genau, können wir gerne machen. Wir haben hinten schon mal was vorbereitet. Sehr gut. Also das heißt, wir haben das Innenleben schon gefräst. Und jetzt wird die Außenseite von so einem Schaft für eine HW45, also für diese Version, für die Target-Version, wird jetzt von außen dann bearbeitet. Na dann nix wie los. So, wir sind jetzt bei den großen Fräsen. Was passiert da gerade, Thomas? Klär mich mal auf. Ja, wir fräsen jetzt hier, also das ist noch ein normaler Sportpistolengriff für eine CM22 Morini. Die haben wir jetzt schon mal aufgespannt, den Schaftrohling für die HW45 Target. Das wäre dann also praktisch diese Version hier, wo wir ja eben drüber gesprochen hatten, dass hier der Griff von unten befestigt wird. Das heißt also, jetzt hier ein einteiliger Griff, das ist dieser, der von unten einfach draufgeschraubt wird und dann mit den beiden Schrauben befestigt wird, was natürlich eine viel stabilere Befestigung ist, als die Original von der Normalversion, diese seitliche Befestigung mit den zwei kleinen Schrauben, was bei dem langen Schaft beim Spannvorgang da natürlich zu Verwindungen führt halt. Das ist da wesentlich stabiler halt, diese Version. Jetzt ist ja das Innenteil ist schon gefräst, die linke Seite, glaube ich, die rechte Seite ist auch schon gefräst, ja genau. Jetzt wird halt hier die rechte Seite bearbeitet. Und das kann ich mir jetzt live angucken? Das geht jetzt gleich los, hier kannst du auf dem Monitor filmen, der wird jetzt gerade die Bahndaten berechnen. Okay. Das ist noch ein guter alter DOS-Rechner, wie das vielleicht die Fachleute sehen. Ich zeige euch jetzt ein paar Firmengeheimnisse hier auf dem Rechner. Das ist Technik vom letzten Jahrtausend. Das ist nicht so schlimm, solange das noch läuft. Aber es läuft. Darauf kommt es an. Also die Jüngeren unter euch, das ist älter als ihr. So, die Fräse wird angeworfen. Also in der Tiefe konstant, 3 mm tief, das ausschrubbt
immer schichtweise, Stufe für Stufe nach unten. Wenn das dann soweit fertig ist, wenn also diese Treppenstufen dann da drin sind noch, dann wird er in X und Y diese Treppenstufen wegschlichten. Also dass das eine schöne gerade Oberfläche nachher gibt dann. Dauert aber halt einen Moment. Wir sind jetzt am Arbeitsplatz vom Thomas. Was zeigst du uns da jetzt? Ja, das ist jetzt hier praktisch das Innenleben von dem HW45, von der HW45 Ausfräsung. Das hier ist jetzt diese Normalversion mit den seitlichen Schrauben. Ich kann gerade mal hier im Unterschied dazu mal daneben legen, die Ausfräsung von dieser Star oder, das war die Außenseite, TI. So, und hier haben wir im Vergleich dazu die Ausfräsung von der Version mit dem einteiligen Griff. Das heißt, da wird halt von hier von unten geschraubt. Und hier ist halt, sieht man deutlich den Unterschied, hier wird es halt von der Seite geschraubt dann halt. Thomas, sag mir noch mal gerade ganz kurz, weil ich habe die Frage nämlich noch offen von einem YouTube-Zuschauer, mit welchem Programm du das machst. Ich konnte es nicht beantworten. Ja, das ist ein relativ seltenes Programm, ist auch schon relativ alt, aber immer noch top aktuell. Das nennt sich Pictures by PC. Aha. Das ist eine Münchner Firma, da arbeiten wir von Anfang an mit. Und das ist halt voll 3D und alle möglichen Features halt, 5-Achsen-Bearbeitung ist damit möglich und halt. Also auf dem letzten Stand der Technik eigentlich. Klasse, dann haben wir nämlich die Frage von dem letzten Video auch noch beantwortet. Perfekt. Ja. So, dann was man hier hinten jetzt sieht, das sind die Ausfräsungen, die dann nachher die Schiebevorrichtung geben für die verstellbare Schaftbacke, die wir eigentlich bei jedem Schaft mit reinmachen. Das heißt, wenn sich jetzt jemand die Mühe machen wollte, und sich das selbst machen, diese verstellbare Schaftbacke, braucht er nur hier diese graue Linie lang einfach nur schneiden und dann hat er schon die Löcher innen drin und könnte sich da selbst so Stangen reinmachen. Es ist halt eigentlich einfacher, wenn man das gleich mit reinmacht und wenn man dann später das mal dann nachrüsten will, braucht man nur oben die Schaftbacke praktisch abschneiden. In der Simulation sieht das so aus dann, da kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. So, hier haben wir jetzt also die einzelnen Fräsbahnen für den Vorgang, jetzt lasse ich das mal ablaufen. Und dann kann man schön sehen, wie das ausgefräst wird. Also hier eigentlich für die Griffaufnahme und hier hinten sind dann diese Bohrungen für die verstellbare Schaftbacke und hier das sind die beiden Bohrungen für die Schaftkappe, die hinten drauf geschraubt wird, dass die gleich da sind. Okay, da gebe ich ganz ehrlich zu, da muss man glaube ich schon ein bisschen Profi sein, das zu checken. Also ja, das ist schon recht komplex, also Wahnsinn. Hier mal die Außenfläche kann man jetzt hier auch nochmal drüber legen, dann kann man sich ein bisschen besser vorstellen. Hier, so, das ist jetzt die Außenfläche, die gefräst wird. Das, was wir eben hinten an der Maschine gesehen hatten. Und da kann ich jetzt das Innenteil mal drüber legen, dann kann man das schön sehen. Jetzt ist hier also die Pistole, hier hinten sind diese beiden Bohrungen für die Schaftbacke, hier sind die Bohrungen für die Schaftkappe. Und hier vorne ist halt dann der Bereich von der Innenausfräsung. Das kann man jetzt auch nochmal simulieren lassen, sich hier. Diese Bearbeitung der Außenseite, das was praktisch jetzt da hinten in echt abläuft, kann man jetzt hier mal simuliert sehen. Wir berechnen das erstmal kurz. Das sind die einzelnen Bahnen und das kann man sich jetzt hier auch nochmal anzeigen lassen, praktisch wie das dann gefräst wird. Erst diese Stufen in der Tiefe, also Z-Konstant nennt man das, werden die ausgeschrubbt, das heißt also grob rausgefräst und jetzt wird dann in Y und dann gleich auch nochmal in X wird dann geschlichtet und hier kommt dann schon diesen Nut rein für den Bereich, der dann punziert wird. Dass man hier sieht, das sind die Stege, die stehen bleiben müssen, damit der Schaft an sich aus dem Rolling nicht einfach rausfällt, sondern die werden dann nachher mit der Bandsäge einfach abgetrennt. Wahnsinn. Und wie lange dauert so ein Vorgang, bis das, also nicht die Programmierung jetzt, sondern bis das dann gefräst ist? Also die Fräsung vom Innenteil dauert ungefähr eine Viertelstunde, 10 Minuten, Viertelstunde und eine Außenseite ungefähr eine Dreiviertelstunde. Das ist halt relativ langwierig, weil es ist ja schon einiges wegzufräsen dann halt da. Also dann wisst ihr, wenn ihr euch so einen Griff kauft, dass da steckt da wirklich eine ganze Menge Arbeit dahinter. Also das ist nicht in einer Viertelstunde fertig, das Ding. Irgendwoher muss sich natürlich der Preis auch berechnen, logischerweise. Also das ist ja echt Wahnsinn. Wie viele Griffe könnt ihr da eigentlich so am Tag machen oder wie viele Maschinen hast du davon? Jetzt meinst du? Ja, genau. Ja. Also wir rechnen für so einen Schaft ungefähr die dreifache Zeit wie für einen normalen Griff halt. Okay. Schon allein von der Handbearbeitung nachher ist es halt viel aufwendiger, weil man muss das ja alles schön glatt schleifen, dass das sauber aussieht hinterher. Und also wir könnten am Tag,
wie viel könnte man machen? 5, maximal 5 Stück, schätze ich mal so. Okay, ja. also das ist keine Fließbandware, sondern ihr könntet euch da wirklich echt was Besonderes einfach kaufen, wo richtig eine ganze Menge Arbeit dahinter steckt. Ja, Wahnsinn. Wir machen das ja genauso wie auch bei den Griffen, dass wir das nur auf Bestellung halt anfertigen. Also wir machen kein Lager jetzt mit 100 HW45 Schäften, sondern wirklich, da bestellt einer und sagt für die Pistole in der Farbe und dann wird er halt gemacht, so wie er ihn haben will. Halt. Ja, ja, absolut cool. Wahnsinn. Ja, wann können wir jetzt endlich mal schießen? Wir reden die ganze Zeit nur. Nee, Spaß beiseite. Also vielen Dank auch, dass du mir das auch gezeigt hast. So, jetzt habt ihr mal die Fräse in Aktion gesehen. Ihr habt gesehen, das Programm, mit dem, ich sag mal so, diese ganze Konstruktion letzten Endes programmiert wird. Okay, für mich, ich würde es mir kaufen, weil es mir Spaß macht. Ich würde es wahrscheinlich auf eine HW45 oder LP8, das weiß ich selber noch nicht genau. Am Schluss habe ich wahrscheinlich eh wieder beide, ist egal. Aber für wen ist das denn eigentlich noch geeignet? Ja, im Prinzip natürlich für alle Freizeitschützen, weil es halt wirklich riesig Spaß macht, damit zu schießen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, 2 offizielle Disziplinen damit zu bestreiten. Also eine ganz offiziell und eine halboffiziell, sage ich mal. Zum einen kann man natürlich mit den Luftdruckpistolen dann in den jeweiligen, oder könnte man in den jeweiligen Klassen starten. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 1, 2 fällt weg, weil es gibt ja keine Luftpistolen mit 16,3 Joule. Oder ich wüsste jetzt zumindest keine. Ah, ich glaube, es gibt eine Steyr mit 14 oder sowas, oder? Nee, ich weiß es nicht, so eine Handling oder so, eine LP50, glaube ich, aber weiß ich jetzt nicht. Lass mal weg. Aber gut, also man könnte im Prinzip so eine Luftpistole halt mit dem Schaft so herrichten, dass man starten könnte. Bei Field Target an sich wird es halt schwierig, weil da ist ja die Vorschrift, die Sicherheitsvorschrift, dass die Mündung immer in Richtung Ziel über die Feuerlinie hinaus, also vor der Feuerlinie ist. Bei HFT ist es natürlich dann möglich, weil du ja da in einem Liegendanschlag in der Regel bist und da ist die Mündung ja dann sowieso über der Feuerlinie raus halt. Das probiere ich später aus. Ja, das ist gar kein Problem, geht super. Die Problematik ist ich sag mal, eine halbrechtliche oder eine Auslegungssache des Rechts, um das als Gewehr zu bezeichnen, oder ich glaube im Sporthandbuch vom BDS steht drin, dass das Langwaffen sein müssen. Oder Gewehr, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist die Definition so, dass die Gesamtlänge über 60 cm sein muss. Das ist gar kein Problem bei so einer P8X zum Beispiel. Ja. Aber es muss auch, irgendwo steht das drin, im Gesetz muss so sein, dass der Lauf inklusive Verschluss länger als 30 cm ist. Okay. Das ist jetzt natürlich bei einer Luftpistole schon eine Definitionssache. Was ist da der Verschluss überhaupt? Gibt es ja eigentlich in dem Sinn gar nicht. Gibt es einen Lademechanismus, einen Ladehebel, eine Zuführung halt. Gut, das ist natürlich dann im Endeffekt auch dann Sache des Veranstalters bei einer Veranstaltung. Also ich kann mit Sicherheit sagen, in Kölschhausen werden wir schießen können, damit halt genau. Kommt nach Kölschhausen, das ist auch ein guter Shoutout gerade. Also das ist ja ein Verein, der stark am Wachsen ist und so weiter, muss man auch mal erwähnen. Ich bin selbst ja auch Mitglied, also Vereinskollege vom Thomas, und wer mal in HFT, FT und so weiter oder allgemein ins Blinken reinschnuppern will, schaut es euch mal an, aber das war jetzt nur ein kurzer Zwischenruf, sorry. Man hat halt ein bisschen Nachteil, wenn man das HFT damit schießt, weil das Gewicht ist ja sehr weit hinten alles, oder man hat vorne keine Vorderlastigkeiten, man ist jetzt nicht vielleicht ganz so stabil wie mit einem normalen Gewehr halt. Ja. Aber dafür, das werden wir nachher zeigen beim Schießen auch, gibt es eine andere Möglichkeit, wenn man sich auf so einen Bierkastenband wegen drauf sitzt, auf die Ellenbogen, auf die Knie aufstützt, ist das eine super Sache. Ja. Man kann so auch genauso gut mit dem Bulb-Up schießen, und da werden wir im Laufe des Jahres mit Sicherheit nochmal eine Veranstaltung machen, weil wir werden dieses Jahr auch, oder haben wir 25-jähriges Jubiläum halt hier mit der Firma. Ah, cool. Und dann werden wir da eine Veranstaltung machen, Tag der offenen Tür auch, hier, wenn diese ganze Corona-Hektik wieder vorbei ist. Ja, genau. Und dann wird es dabei auch ein Jubiläumsschießen geben, wo wir dann sowas halt machen werden. Ich hoffe, du lädst mich ein, oder? Ja, natürlich. Selbstredend. Ja. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, weil heute Morgen, bevor ich hierher gefahren bin, habe ich noch mit einem Zuschauer oder einem Leser letzten Endes geschrieben. Der hat mich gefragt, der hat halt eine körperliche Beeinträchtigung, also recht wenig Kraft in den Armen, also tut sich halt schwer, einfach ein Gewehr zu halten und so weiter, ist auch an den Rollstuhl gebunden. Ich hoffe, das darf ich so sagen, ich sage ja keinen Namen, dann wird es hoffentlich soweit okay sein. Und da sind wir gerade nämlich am Ausarbeiten, welches Gewehr oder welche Pistole dann für ihn geeignet wären. Und
Du hast ja wahrscheinlich bei so einer Luftpistole mit Schaft hast du wahrscheinlich keine 2 Kilogramm oder vielleicht gerade mal um die 2 Kilogramm. Ja, vor allen Dingen ist es halt sehr führig halt einfach. Ja. Du hast da nicht das Problem mit dem Ladehebel vorne oder jetzt beim Presslüfter, halt, das ist ja auch immer ein ziemliches Gefummel, wenn du jetzt im Rollstuhl meinetwegen sitzen würdest, wäre das damit gar kein Problem. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Das werde ich habe ihm meine Telefonnummer heute schon gegeben, auf der Heimfahrt wollte ich mit ihm telefonieren, da werde ich ihm gleich davon berichten. Also den ersten Kunden hast du wahrscheinlich schon oder den zweiten, der erste bin ich. Inklusion im Schießsport wird ja ganz groß geschrieben. Ja. Nee, das ist richtig cool. Also gerade, oder wenn ihr was Führiges sucht, was Leichtes sucht oder einfach eine körperliche Beeinträchtigung habt, ist das echt eine super Sache. Und die Präzision ist da. So eine Matchpistole oder sowas, die hat ja kein Problem, auf 25 Meter kleinste Streukreise zu schießen. Gar kein Thema. Also wenn der Schusstests macht mit einer Pistole im Vergleich zu einem Gewehr, haben die da überhaupt keine Nachteile halt. Gell? Im Gegenteil, die wundern sich manchmal, warum die Pistolen bessere Schussbilder liefern als die Gewehre. Gell? Warum auch immer. Ja, richtig cool. Also jetzt haben wir darüber gesprochen. Ich hätte gesagt, bevor wir zum... Eins haben wir noch vergessen. Das war die erste Möglichkeit, Hunter-Field Target in Anführungsstrichen zu schießen damit. Und dann gibt es aber noch eine offizielle Disziplin vom BDS. Und zwar ist das die Pistolendisziplin mit Anschlagschaft. Da gibt es verschiedene Nummern. Ich kann es dir mal vorlesen. Ja, gerne. Das hier ist ein Auszug vom Sporthandbuch vom BDS. Das sind die Disziplinen 1321, 1322. Das ist Fallscheibe Großkaliber mit oder ohne Optik. Dann gibt es die 1323, das ist Kleinkaliber mit Optik. Und dann gibt es noch 1421, 1422, das ist das Speedschießen mit oder ohne Optik, aber Großkaliber dann halt. Und interessant jetzt für uns, oder was wir jetzt bisher gemacht haben, ist halt die 1323 Kleinkaliber Pistole mit Anschlagschaft und einer Optik drauf. Und da war am Anfang, oder diese Disziplinen gibt es eigentlich erst seit letztem Jahr, glaube ich, wurde die erste deutsche Meisterschaft geschossen damit. Wenn wir uns nachher auch nochmal dann angucken, wie das aussieht auf dem Schießstand. Und am Anfang war das ein bisschen unklar, weil der Hintergedanke mit dieser Anschlagsschießerei war eigentlich aus der Geschichte her, kennen vielleicht viele noch, die Luger 08 oder die Mauser C96, diese Ordnanzwaffen von früher, die hatten ja so einen anschiebbaren Anschlagschaft. Dann war das die Ari 08 oder die Marine 08, die gab es dann in verschiedenen Längen. Und um damit halt schießen zu können, wurde diese Disziplin wohl ursprünglich dann wohl auch mal eingeführt. Jetzt bei Kleinkaliber ist es natürlich schwierig, da gibt es eigentlich ordnanzmäßig oder standardmäßig gibt es da nichts. Da gibt es wohl hier und da mal welche, die so ausklappbare Draht-Anschlagschäfte oder sowas haben. Und da hat es sich natürlich total angeboten, dass wir das auch für diese BDS-Disziplin machen. Am Anfang war es aber so, dass es noch nicht klar war, ob das zugelassen ist. Weil der Schaft der Schaft wird ausgetauscht gegen den Griff und das sollte halt eigentlich so nicht sein, haben sie jetzt aber geändert, so dass auch, das heißt wörtlich hier, das ist der neueste Kommentar und Erläuterung zum Sporthandbuch vom 4. Mai 2020 und da steht jetzt halt wörtlich drin, die Befestigung des Anschlagschafts kann gegebenenfalls auch durch Anpassung oder Austausch der Originalgriffschalen erfolgen. Das heißt also, dass das damit abgedeckt ist und die Dinger können dann auch für diese Disziplinen verwendet werden. Okay, ich hatte ein bisschen Gedrängel. Der Thomas hat mir angeboten, wenn wir die Szene haben, dann kriege ich einen Kaffee, deswegen sorry. Nee, Spaß beiseite. Wir gucken uns jetzt, ich würde jetzt ganz gerne noch mal kurz rüber zur Fräse gehen. Wir hatten ja gesagt, eine Dreiviertelstunde dauert es eben dieser Fräsvorgang von außen eben. Und ich würde jetzt gerade einfach noch mal gucken, wie weit es gerade ist. Und mal gucken, genau. Genau, schauen wir uns das doch noch mal an. Ja. Also der Thomas hat im Schießsport schon ein bisschen was erlebt. Wahnsinn. Jetzt sehen wir also hier, wie er fast am Ende ist von dem Schlussvorgang. Wenn er damit gleich fertig ist, dann wird er das Schlichten anfangen. Bei der Holzverarbeitung immer so ein bisschen ein Problem, dass man die Drehzahl ins richtige Verhältnis setzt zum Vorschub. Wenn man zu hohe
hohe Drehzahl hat und zu langsamen Vorschub, dann fängt es halt an zu brennen am Holz, hat man also schwarze Stellen. Und ist man zu schnell, vibriert halt der Fräser, weil er halt zu viel Material abtragen will dann. Ich habe meinen Kaffee bekommen, wir sind an der Fräse. So, jetzt ist also das Schruppen fertig. Jetzt tut er also hier in Y-Richtung, tut er schlichten. Wir sind jetzt hier bei 42 Minuten. Bearbeitungszeit, also ist so in den 3-4 Minuten wird er wahrscheinlich fertig sein dann. Ah ja, das kannst du ja auch noch überwachen mit der Maschine, genau. Ja, jetzt kann man schon ganz deutlich erkennen, was das wird. Wahnsinn. Ja Leute, das könnte eurer sein. Ist für meinen Freund Lutz, für seine HW45. Schöne Grüße an Lutz. Lutz, hast du gehört? Genau da nochmal der Shoutout. lutztehest.de, der neue Blog von Lutz. Beste Lutz, jetzt kriegst du live mit, wie dein Schaft gemacht wird. Hast du eine schöne Farbe ausgesucht auf jeden Fall. Jetzt sind wir also hier soweit fertig mit dem Schruppen und dem Schlichten. Also das Fräsen eigentlich ist abgeschlossen. Der Rest hier, der muss halt mit der Hand dann bearbeitet werden. Da ist auch noch mal einiges zu tun dran. Und jetzt tun wir hier den Schnitt machen für die Schaftbackenerhöhung. Mhm. Ja. So, jetzt holt er sich erstmal den richtigen Fräser. Fräst er erstmal in die Luft, weil er halt nicht weiß, dass er schon vorgefräst ist. Dann wird er gleich eintauchen dann. Jetzt macht er die beiden Bohrungen für die Eindrehmuffen, die da reinkommen, damit man diese Distanzhülsen fixieren kann mit so einer kleinen Madenschraube.
ist fertig. Jetzt wird die andere Seite noch der Schnitt gemacht und dann kann man die Schaftbacke praktisch abheben. Und die Löcher innen sind ja dann schon drin, weil das sind ja 2 Hälften, die verleimt werden damit. Wahnsinn. Sieht aus, als ob es Absicht gewesen wäre, oder? Sehr schön. Gut. Danke dir. Bitte. Okay, ich ziehe den Bauch rein. Bei mir sinnlos. Wir sind jetzt auf dem Schießplatz endlich angekommen, wobei das vorhin ja auch super spannend war, aber Schießen ist halt einfach nochmal was anderes. Mittlerweile ist der Marlon zu uns dazu gestoßen. Die beiden werden sich jetzt gegenseitig mal richtig betteln. Wir sind hier auf, was haben wir gesagt, 14 Meter Entfernung ungefähr? 14, gell? 17 Meter ungefähr, ja. Genau, wir haben einmal die LP8 im Einsatz Jana, und dann hast du die P8X. Die P8X, die Feinbergbau, jeweils im Zielfernrohr mit 12-facher du hast eine 9-fache Vergrößerung und eine 12-fache Vergrößerung, spielt auch keine Rolle. Ich hätte gesagt, wir gucken jetzt einfach mal, wie gut die in der Hand liegt, machen mal ein paar Schuss, dass man einfach auch sieht, dass man auch auf größere Distanzen, auf kleinste Hitzones da wirklich super präzise mit schießen kann. Ich gehe mal aus dem Bild, dass ich nicht getroffen wäre und ihr fangt mal an. Los geht's! Ja, zum Anschlag kann ich ja noch mal was sagen. Das ist jetzt halt das sitzend aufgestützt halt jetzt hier. Das bietet sich halt total an bei den leichten Pistolen oder halt auch bei Bullpups, weil die halt sehr führig sind. Da kann man klasse die Ellenbogen auf die Knie stützen, wenn man tief genug sitzt hinten. Also auf der Bierkiste eignet sich hervorragend und kann dann super ruhig eigentlich halten. Muss halt nur gucken beim Preller jetzt gerade, dass man das Ding halt auch wirklich Preller-like relativ locker hält, damit einem das nicht um die Ohren springt halt. Das war nix. Ja, mit dem Preller zu schießen ist natürlich immer noch mal ein Stückchen schwieriger. Also jetzt nicht Marlon seine Leistung schmälern soll, aber ich will den Thomas ein bisschen in Schutz nehmen. Aha. Das leichte Führige halt ist eigentlich ideal für diese Position. Also wir werden das wahrscheinlich dann auch bei unserem Jubiläumsschießen machen, so sitzend aufgestützt halt, dass wir parallel schießen. Und das Ganze hat in Amerika auch einen Namen. Das nennt sich da SBR, also Short Barreled Rifle, also kurzläufige Gewehre, die eigentlich so ein bisschen in Verruf sind da. Das kommt aber noch aus den 20er Jahren, glaube ich, wo die Prohibitionszeit war in Amerika. Und da sind nämlich die Gangster hergegangen und haben die Schrotflinten vorne abgesägt. Und das waren dann praktisch die ersten SBRs, Okay. Short Barreled Rifle. Und die wurden aber dann verboten halt irgendwann. Und deswegen ist das heute auch ein bisschen ein rechtliches Problem auch in manchen Ländern noch, ob so Sachen zugelassen sind. Bei uns ist es rechtlich kein Problem, weil die Pistole ja als in Anführungsstrichen gefährlicher gilt als eine Langwaffe, als ein Gewehr. Auf grüne WBK halt, und ein Kleinkalibergewehr kann man ja, also ein Einzellader kann man ja auf gelbe WBK kaufen. Und von daher ist es kein Problem dann, das so umzubauen, weil man braucht ja als Bedürfnis dann praktisch die Kurzwaffen WBK. Und es ist auch beim BDS ausdrücklich ausgeschlossen, dass man bei einer Pistole mit Anschlagschaft ein Bedürfnis erlangen kann, sondern man muss das als reine Pistole, das Bedürfnis erlangen halt. Steht ausdrücklich auch so drin in den Regeln. Also ihr merkt schon, heute lernen wir auch noch was über das Rechtliche, das wusste ich jetzt auch alles nicht. Da gehe ich heute ja auch nicht dumm vom Platz. Schießt auf den Eisbären. Ja, du auch. Trotz Rückenwind, ich wollte gerade sagen, der Wind frischt ein bisschen auf, aber trotz Rückenwind getroffen. Wie viel Schuss habt ihr schon mit den Pistolen gemacht bisher? Boah, aber mit der jetzt hier habe ich bestimmt schon 200, 300 gemacht. Boah. Ja. So ein bisschen trainiert sozusagen. Ja, ja. Ja, die ist, man musste auch vorher halt am Anfang wirklich stark entfetten, weil die war ziemlich eingekleistert mit Fett. Ja. Und läuft aber jetzt sehr konstant und ruhig. Also die hat so zwischen 162 und 163 Meter Sekunde. Ja, perfekt. Also einwandfrei. Ja. Ist die HW45, wenn wir ja gleich nochmal testen, die dieselt halt noch ein bisschen. Die ist halt ganz neu, da habe ich gleich jetzt 10 Schuss mitgemacht. Ja, okay. Ja. Da müssen wir mal sehen, wie die halt funktioniert. Also noch ein bisschen unberechenbarer, ja.
So, jetzt habe ich mich lang genug zurückgehalten. Lass mich mal da hinsetzen. Komm. Jetzt will ich auch mal. Nee, mach ruhig weiter. Mach ruhig weiter. So. Kannst du Fleck halten einfach dann. Okay. Ist das bequem. Total geil, gell? Ja, Wahnsinn. Total praktisch. Und langsam abziehen halt. Die schlägt halt schon ein bisschen. Vielleicht noch entsichern, oder? Das wäre nicht schlecht in sich neu. Ja, dann geht es gleich bestimmt viel einfacher. Das war schon mal Der nichts. ist hochgesprungen. Also ich denke mal, es war ein Split. Ja. Tief. War ziemlich knapp, ja. Ja, was auch richtig Spaß macht, ist hier das Duell. Dann wie viel Meter hat, wie viel Ziele hatte man Ah, da? ja, auf 10 Meter, 15 Meter und. Nee, 10 Meter, 18 Meter und 25 Meter. Ja. Muss ich aber auch mal treffen. Also die liegt wirklich super führig. Man muss halt ganz anders als bei einer Langwaffe aufpassen, ein bisschen, wenn noch ein bisschen zittert vom Sprechen oder so, dann. Du musst halt hinten relativ locker halten, aber es Ja. darf da halt auch nicht aus der Hand rutschen dann halt. Gell? Na also, bevor ich mich blamier. Und wenn jetzt jemand körperliche Einschränkungen hat, eignet sich so ein Anschlag natürlich ideal. Ja. Du hast es leichter mit dem Aufstehen, musst du nicht die Knie irgendwie verblitzen oder sowas, also das ist schon sehr angenehm so. Absolut. Der ist auch hochgesprungen, Ja. also auch ein bisschen tief wahrscheinlich. Ja, minimal. Ja, ich bin noch ein bisschen außer Puste. Wir erzählen niemandem, dass ich schon eine halbe Stunde da sitze für den ersten Treffer. Das habe ich alles rausgeschnitten. Na, prima. Richtig geil. Ich hätte gesagt, es wird Zeit für die HW45. Ja, da bist du ja alles schon geil drauf, gell? Ja, irgendwie schon. Muss ich zugeben, ja. Danke dir. Die greifst du hier unten wahrscheinlich einfach zum. Ja, glaube ich, ja. Also hinten einklemmen oder da unterm Arm und dann Ja. kannst du sie ganz bequem spannen eigentlich. Ja, Kannst du am das Zielfender da oben anpacken und da geht das ziemlich einfach. Ging leichter als gedacht gerade, ja. Ja. Also muss jetzt gucken, wo sie hingeht, weil ich es jetzt Ja, okay, das kann fast sein. gar nicht eingeschossen habe. Guck mal, dass der rechte Ellenbogen da auf dem Knie ist. Ja, Ein bisschen stabiler. die Schussposition hatte ich noch nie so. Du hast gesagt, ein bisschen hochhalten oder was, glaube ich, gell? Kannst hätte ich nicht sagen, wirklich nicht. Ja, gucken wir, wo es hingeht. Auf jeden Fall ziemlich geknallt. Der hat sich jetzt nicht so angehört, als ob er auf die Silhouette wäre, oder? Nee, absolut nicht. Hast du die jetzt auch ganz gespannt gehabt? Jo, Ja, die dieseln noch unheimlich. die hat, ja. Da müssten wir wirklich mal eine. Komisch. Oh. Also die knallt noch ordentlich, gell? Ja, ja. Aber ich habe ziemlich Fleck halt. Hast du jetzt Fleck gehalten? Ja, minimal hoch habe Ja. ich mal gehalten. Geil. Also das lässt sich auch vom Kraftaufwand her, dadurch, dass man sie hinten schön Ja, runterstützen viel kann, längeren Hebel halt einfach. ja, ist viel einfacher, als wenn man nur die Pistole normalerweise, spannt. Nur ich muss mich noch ein bisschen zurechtfinden hier oben, wo ich da hingreife. Gerade so. Aber da war wieder ein bisschen hoch, glaube ich. Ja, ist ein bisschen schwierig, wenn sie nicht eingeschossen ist. Bevor wir jetzt hier lauter grausame Aufnahmen machen, würde ich es mal dabei belassen lieber. Aber die liegt natürlich richtig geil.
Das hast du gut hingekriegt. Also meine, ich habe ja mir auch eine 5,5 mm, meine erste HB45 jetzt geordert. Die wird irgendwann Juni, Juli kommen und die kriegt auf jeden Fall auch so einen Schaft. Die Farbe, da werde ich was anderes machen auf jeden Fall. Ich zeige es euch dann, wenn es soweit ist. Aber die ist schon mal bestellt, Thomas, dass du nur Bescheid weißt. Sobald ich die Pistole habe, kannst du mir so ein Ding bauen. Also hat richtig, das Video ja schon gelohnt hier. Ja, auf jeden Fall. Du hast schon wieder was verkauft. Ich gehe noch mit Verlust raus hier. So, jetzt haben wir mal ein paar Schuss gemacht. Ich durfte mit der HB45 auch mal schießen. Wir haben die LP8 getestet, die P8X hat der Marlon getestet. Ihr habt gesehen, die Ziele klappen zuverlässig um und das nach 3 Schuss Übung. Also da kann man wirklich richtig präzise schießen. Sonst, ich glaube, wenn ich nur die Pistole gehalten hätte, hätte ich da vorne wahrscheinlich nicht mehr die Silhouette getroffen. Also das ist ein ganz anderes Schießen. Da müsst ihr euch auf was völlig Neues einstellen. Das ist maximal präziser. Und gerade bei einer HB45, wenn ihr jetzt zum Beispiel, egal ob ihr jetzt eine Black, Silver oder Bronze Star kauft oder ob ihr euch einfach die normale Version kauft, könnt ihr die alten Griffschalen behalten. Ihr löst insgesamt 4 Schrauben, müssten es sein, oder? Ja. 4 Schrauben löst er, macht den anderen Griff drauf, schießt mit der Pistole und das Ganze wieder umgekehrt. Also das heißt, ja, eine Pistole für 2 verschiedene Arten zu schießen mit wirklich moderaten Kosten. Also ist eine Empfehlung wert, richtig geil. Aber jetzt gehen wir noch Kleinkaliber schießen, da habe ich richtig Bock drauf. Jetzt zeigen mir die Jungs wahrscheinlich mal, wo der Hammer hängt. Kann ich nämlich gar nicht, aber wir gucken es uns an. Bis gleich. So, wir sind jetzt an dem letzten Drehort heute angekommen und zwar sind wir an einem Kleinkaliber bzw. auch Großkaliber Schießstand. Du sagst vielleicht gerade noch mal ganz kurz was dazu, wo sind wir genau und was machen wir jetzt? Das ist der 25 Meter Schießstand vom Schützenchor Kleinaltenstetten 1878 e.V. An der Stelle will ich mich mal ganz herzlich bedanken an den Vorstand und an die Schießleitung, dass sie uns das ermöglicht haben, weil wir haben hier die nicht so oft gegebene Möglichkeit, auf eine Fallscheibenanlage zu schießen, wo auch diese BDS-Disziplin, Kleinkaliber Anschlagschaft oder halt überhaupt diese Fallscheibendisziplinen vom BDS drauf geschossen werden. Kannst du vielleicht gerade ganz kurz dazu was sagen, wie dann dieser Wettkampf abläuft? Oder? Ja, die Disziplin sieht folgendermaßen aus. Bei Kleinkaliber sind das also 5 Scheiben mit einem Durchmesser von 15 cm. Nebeneinander stehen die vorne auf der Scheibe, können wir dann nachher sehen. Das Ziel ist es, diese 5 Metallscheiben umzuschießen. Man hat da maximal 10 Schuss für. Also bei der GSP zum Beispiel habe ich ein 5-Schuss-Magazin. Das heißt also, wenn ich es mit 5 Schuss nicht schaffe, die 5 Ziele umzulegen, muss ich halt einmal Magazinwechsel machen und nachladen. Okay. Die Ausgangsposition ist ja diese Jägerhaltung. Das heißt also, der Schaft wird in der Hüfte abgestützt. Die Standaufsicht gibt es Kommando, Achtung, fertig, Start. Bei Start wird ein Timer gedrückt. Du gehst einen Anschlag, legst die 5 Scheiben um. Und wenn du beim letzten Schuss bist, also wenn die letzte Scheibe umklappt, wird der Timer wieder gedrückt. Und du hast dann eine Zeit, was weiß ich, sagen wir mal 7 Sekunden. Das wird 6 Mal wiederholt. Das heißt also 6 mal 5 Scheiben umlegen. Und die Zeit, die du jeweils brauchst pro Serie, die wird dann addiert. Und dann hast du nachher eine Gesamtsumme X, was weiß ich, 2 Minuten oder sowas. Ja, okay. Und der Beste hat dann die kürzeste Zeit und so weiter bis nach hinten weg. Ah, okay. Also es geht nicht auf Treffer oder auf Punkte oder auf Ringe, sondern einfach auf die Zeit, die du brauchst, um die 5 Scheiben umzulegen halt. Alles klar, super. Ich hätte gesagt, das überlasse ich dem Thomas einfach mal. Wir versuchen das Ganze jetzt mal oder er zeigt euch mal, wie das in Aktion ausschaut. Viel Spaß. Also wie gesagt, wird das Ganze normalerweise auf Zeit geschossen, mit dem Timer. Der Schießleiter sagt, Achtung, Start, die Zeit läuft. Und wenn die letzte Scheibe umgefallen ist, dann wird die Zeit gestoppt. Ich schieße jetzt einfach mal so die 5 Schuss raus. Bingo, alle um. Das war ja zu einfach, oder? Und jetzt mit verbundenen Augen nochmal, oder? Ja, Wahnsinn. Alter. Ja, die Zeit war jetzt halt ziemlich hätte besser sein können. Echt? Ja, war ziemlich langsam. Echt? Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das viel schneller geht, wenn man ein bisschen Übung hat halt damit halt. Lass uns noch ein bisschen schießen, oder? Komm, also mach weiter. Geil. 8,2. Ja, das war schon ganz gut jetzt. Also ich denke mal, auf 5 bis 6 Sekunden könntest du kommen. So, jetzt geh weg, lass mich mal schießen.
ich zu viel gewollt. Der vierte wollte aber gerade nicht fallen, der war aber... Ha? Der dritte, gell? Hat gewackelt. Der vierte. Verdammt! Nochmal. Das Video geht ab jetzt noch 2,5 Stunden. So viel Munition haben wir nicht mehr. Oh, die ist schon leer hier. Scheiße! Oh Mann, ey! Also, wir packen mal die andere aus, oder? Ja. Ja, da willst du dann zu viel, aber ey, das macht einen Spaß, das ist der Hammer, ey. So, war das Das ist geil. Passt schon. So, jetzt schließe ich nochmal mit der Feinwerkbau AW93. Nur über Kippe und Korn ist ein bisschen schwierig, aber es sollte auch funktionieren. Fast. Ja, das ist natürlich eine viel größere Herausforderung über Kim und Con auf 25 Meter. Also da müssen wir sich auch ein bisschen einschießen. Man muss ja dazu sagen, wir sind heute das erste Mal mit den Pistolen unterwegs. Ich sowieso. Aber ich denke, wenn man da ein bisschen Training hat, dann geht da natürlich auch schon mehr. 2 von 5 waren ja schon gelegen. Wobei die Disziplin ja eigentlich für Optik gedacht ist. Also genau. Können wir gar nicht mit Kim und Korn machen, weil man zu nah einfach dran ist. So, jetzt haben wir die Kleinkaliberpistolen noch geschossen. Also Leute, ich sag euch, das ist richtig, richtig geil. Also wenn ihr einen dicken Geldbeutel habt, weil den braucht ihr auf jeden Fall, weil was ihr damit an Munition rausblast, das ist ein absoluter Hammer. Das ist ein Spaß. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja, ihr werdet auf jeden Fall meine HW 45 in 2-3 Monaten, wenn ich sie dann habe, oder vielleicht auch 4 Monaten, ist wurscht. Auf jeden Fall, die werdet ihr dann auch mit dem Anschlagsschaft in Schwarz-Rot-Gold, was auch sonst, sehen. Die ist jetzt schon beim Thomas bestellt. Thomas, ich danke dir für die Einladung. Es hat wieder eine ganze Menge Spaß gemacht. Ich glaube, das Video ist bestimmt wieder 40-45 Minuten lang wie das letzte Mal. Da seid ihr am Anfang alle erschrocken und am Schluss hat es doch Spaß gemacht. Also von daher bin ich auch diesmal optimistisch, dass die Zuschauer das interessiert, weil die Geschichte mit den Anschlagschäften, ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich finde die wirklich absolut gelungen. Ja, relativ neu auch beim BDS jetzt gerade oder auch überhaupt relativ neu das Ganze. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim Schützenchor Kleinhalten Städten, beim Vorsitzenden, der hat sich das versteckt hier, dass wir das hier machen konnten auf die Fallscheibenanlage. Und ich kann jedem nur warnen, das Zuchtpotenzial ist absolut riesig. Wahnsinn. Also dann vielen Dank. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in Kölschhausen zu dem Wettkampf hoffentlich. Ich hoffe, dass diesen Sommer noch ein bisschen was stattfindet 2020. Aber da haltet ihr mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Gerne, danke. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, Leute.